Also es ist ja schwer als Kunde wirklich zu glauben, was das Tool alles kann. Das muss man ja wirklich sagen. Ne? Und ich glaube auch, dass es auch unheimlich schwer ist, dem Kunden das in so ein Gespräch rüberzubringen. Ne? Also anhand von Beispielen oder Sachen, die man da zeigen kann. Mein Name ist Dennis Darming, bin seit 2003 im Unternehmen. Meine Hauptaufgaben sind hauptsächlich Projektmanagement, Prozessmanagement. Max Löning ist ein Lebensmittelgroßhändler. Wir sagen immer, wir sind die kleine Edeka. Und ja, wie man sich so einen Großhändler vorstellt, haben wir natürlich auch verschiedene Kundengruppen, die wir bedienen. Zum einen haben wir unsere eigenen Supermärkte, also ein Edeka Center oder ein Edeka Neukauf. Der andere Part ist im Endeffekt wirklich Handel mit Lebensmitteln für andere selbstständige Händler, wie zum Beispiel einige hundert Tankstellen in Deutschland, aber auch einige hundert selbstständige kleine Supermärkte, so vom klassischen Tante Emma bis zum Großverbraucher ist da im Endeffekt alles bei. Generell zu Lobster haben wir schon aus der Vergangenheit sehr viele gute Erfahrungen gehabt. Am Ende des Tages suchten wir im Endeffekt nach einer Plattform, die es uns ermöglicht, nicht ganz viele verschiedene Eigenentwicklungen zu haben, sondern eine Plattform, wo wir zukünftig alle Eigenentwicklungen drauf haben. Weil in der Vergangenheit ist es so, das wächst und unsere Admins müssen zig kleine Tools bei den Usern installieren, die sehen alle unterschiedlich aus, haben teilweise kein Rollenrechte-System, haben keine vernünftige Oberfläche. Der eine Entwickler legt Wert auf Inhalt und Code und der andere legt vielleicht ein bisschen mehr Wert auf Optik und Userfreundlichkeit. Es hat sich jetzt gezeigt, dass man wesentlich flexibler und granularer auch mit Lobster Pro arbeiten kann als noch mit Power Apps. Und auch die Anwendung unserer eigenen hausinternen Systeme gestaltet sich wesentlich einfacher mit in-house gehosteten Systemen als jetzt mit dem Cloud-System von Power Apps. Ich sage immer, das ist der Übersetzer. Der sagt, es kommt im Feld A in Sprache 1, 2, 3 und muss in Feld C in Sprache 4, 5, 6. Und das können wir halt mit dem Lobster Data natürlich 100% gut machen. Und daher kann man fast die Aussage treffen, dass wir aktuell alles darüber abbilden können, was wir vorher an Schnittstellen selber bauen mussten. Also bezogen auf unser Stammdatenprojekt ist es so, dass wir Lobster im Endeffekt da einsetzen, dass wir die Rohdaten, sag ich mal, die wir von der Edeka bekommen, letztendlich so aufbereiten, dass unsere Warenwirtschaft und unsere Folgeprozesse damit arbeiten können. Bis jetzt finde ich das alles ziemlich gut erklärt. Man sieht vieles auf einen Blick. Man hat ja Gott sei Dank, das hat man ja jetzt, haben wir jetzt bei Xstrate auch nicht. Man hat bei Lobster ja die Möglichkeit, jeder hat die Möglichkeit, sich das persönlich zuzuschneiden. Von der Ansicht her zum Beispiel, und man kann sich das gestalten aufgrund seiner Ansprüche, die man hat oder der Bedürfnisse. Und ich glaube, wenn wir das Outfit dann noch in das Kleid gesteckt haben, in das ich es gerne haben möchte, ich glaube, dann wäre das ein Top-Ding. Wir sind natürlich jetzt weiterhin auf der Suche nach neuen Anwendungen oder neuen Ideen, was wir in Lobster Pro machen können, weil ich kann mich noch daran erinnern, als die ersten Gespräche waren, wo letztendlich vorgestellt wurde, also von der Firma Lobster, was Lobster Pro kann. Und ich sag mal so, man muss eigentlich in dem Termin sagen, das Tool kann fast alles. Und als Kunde ist das natürlich erstmal schwer zu glauben, das kann fast alles. Aktuell würde ich sagen, es kann fast alles. Vielleicht mit der Rechts- und Linkskurve bei der einen oder anderen Geschichte im Vergleich zu einer normalen Programmierung, aber es kann fast alles.